Mein Name ist Ramona, ich bin 46 Jahre alt noch und bin in Rostock geboren. Ich lebe mittlerweile in Schleswig-Holstein in einem ganz kleinen Dorf nördlich von Hamburg und bin getrennt lebend aktuell. Ja, ländlich, wie gesagt, ruhig, das triggerarm. Von daher fühle ich mich da sehr, sehr wohl. Viel Natur drumherum, perfekt zum Radfahren. Also ich bin mit 16 nach der Realschule zum damals Bundesgrenzschutz noch gegangen, habe da die Ausbildung als Polizistin dann gemacht, eben Bundesgrenzschutz, Polizei des Bundes, mittlerweile ja dann die Bundespolizei. Und ich bin da in verschiedenen Verwendungen gewesen. Ich bin nach dem Laufbahnlehrgang im mittleren Dienst dann erst im Bereich der Einsatzhundertschaft gewesen in Ratzeburg und da eben vorrangig in geschlossenen Einsätzen, auch Unterstützung des Einzeldienstes. Das heißt, wir haben dann auch die Wachen unterstützt, je nachdem, wie es dann erforderlich war. Und ich habe mich dann weiterhin spezialisiert. Ich bin Einsatztrainerin gewesen, habe dann eben die Leute aus- und fortgebildet. Ich habe mich qualifiziert zur Schießtrainerin und dann das Gesamtpaket gemacht mit Situationstraining. Dann, damals hieß es einsatzbezogene Fortbildung, heute heißt es Polizeitraining. Also diese Sachen, bin in verschiedenen Dienststellen dann auch dafür gewesen, bin an der Ostgrenze, an der Westgrenze gewesen, teilweise auf Abordnungsbasis dann eben, um da im Bereich der grünen Grenze, gerade an der polnischen Grenze, dann eben mit zu unterstützen, was Schleusung angeht, Zusammenarbeit mit dem Zoll, was Schmuggel angeht. Ja, alles, was irgendwie möglich ist. Habe versucht, auch für unsere Seekomponente Trainings zu entwickeln, die letztendlich dann auch in engen Räumen gemacht werden kann, weil das immer eine Komponente ist, die so ein bisschen außen vor war und auch das dann angemerkt hat, dass sie halt für die verschiedenen anderen speziellen Bereiche trainiert werden, aber eben nicht das, was sie machen. So. Diese Entwicklung. Ich bin dann in den Bereich der Rückführung gerutscht, da auch als Lehrtrainerin tätig gewesen, bin selbst Rückführerin gewesen. Ein sehr sensibler Bereich bei uns. Und 2007 bin ich dann, ein Jahr Ausbildung habe ich noch gemacht für den mittleren Dienst und habe mich dann entschieden, auch das Studium zu machen und eben den Laufbahnwechsel zu vollziehen. Ja, am liebsten Sport, das hilft tatsächlich am meisten, um auch so ein bisschen runterzukommen, um Anspannung, die sich aufgebaut hat oder einen vollen Kopf irgendwie leer zu kriegen, abzusenken. Und da sind jetzt vorrangig Radfahren tatsächlich. Ich schwimme immer noch gerne. Das Indoor-Rudern ist halt jetzt seit 2 Jahren mit dabei. Das sind so die vorrangigen Sachen. Ansonsten Sport, alles was irgendwie geht. Ich tauche sehr gerne, ich mache Gerätetauchen, Apnoe-Tauchen. Das, was mir auch tatsächlich geholfen hat in der Therapiezeit. Und für jede Schandtat bereit. Also wenn Wingsuit, dann Wingsuit, das wäre auch alles meins. Ich bin da wirklich sehr, sehr offen. Das irgendwie bewegen. Ich komme aus dem Leistungssport und das kann man auch nicht so ganz ablegen, dass man sich irgendwie der Bewegungsdrang. Ja. Meine Diagnose, die mich in den Bereich der Sporttherapie geführt hat bei der Bundeswehr, ist eine posttraumatische Belastungsstörung, die 2010 diagnostiziert wurde im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Bei mir ist es so gewesen, dass ich zu dem Zeitpunkt im Studium war und auch im Bereich der Abschlussprüfung. Die Diplomarbeit war durch, die schriftlichen Prüfungen waren durch, die mündliche stand unmittelbar bevor. Ich war jetzt im letzten Praktikum, sage ich mal, als Zugführerin. Und ich hatte eigentlich genug Ausreden, um zu sagen, ich habe genug Stress, dass es mir so geht, wie es mir geht, dass ich schlecht schlafe, dass ich vielleicht auch blöd träume, nicht so esse, wie ich gewohnt bin, auch antriebsloser bin. Und letztendlich bin ich mental zusammengebrochen an einem wirklich tollen Tag, den ich privat verbracht habe in Hamburg und nicht sagen konnte, was da der Auslöser war. Also es hat mich völlig zerlegt. Es war zum Wochenende hin und montags saß ich dann beim Polizeiarzt und der hat mich dann eben ans Bundeswehrkrankenhaus vermittelt, wo das ja, dann anlief. Es sind bei mir auch mehrere Trigger. Einer, mit dem ich, ja, also man lernt ja auch damit umzugehen, aber was immer noch mal ansetzt, ist zum Beispiel, wenn jemand Metall sägt. Also dieser Geruch von gesägtem oder geflextem Metall. Da habe ich sehr Schwierigkeiten. Ich habe sehr viele Jahre damit zu kämpfen gehabt, Grillgeruch. Ich konnte das nicht riechen. Ging nicht. Sehr viel. Also
es hat sich familiär sehr viel verändert, es hat sich in Freundschaften sehr viel verändert, auch aufgrund dessen, dass sich viele Leute zurückgezogen haben, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen auf einmal. Das macht einen traurig, es macht einen nachdenklich natürlich und man zweifelt sehr an sich selbst. Diese Abwärtsspirale wird dadurch völlig bedient und Scham ist ein ganz großes Thema dabei. Man ist nicht mehr gut genug, man ist eben nicht mehr witzig, man ist nicht mehr so lustig, abenteuerlustig und für jeden Spaß zu haben. Man ist sehr ernst, man ist traurig und kann sich teilweise auch nicht ausdrücken, weil man selbst nicht weiß, was mit einem passiert. Und im Verlauf der Jahre, die ich dann eben auch in therapeutischer Behandlung war, hat sich die Spreu so vom Weizen getrennt, dass ich auch gelernt habe, zum einen achtsamer mit mir zu sein, auch für mich einzufordern, welche Bedürfnisse ich habe und zu sagen, okay, dann ist diese Freundschaft jetzt zu Ende und die Wege trennen sich. Das ist dann so. Also so traurig das dann ist, aber ich laufe da nicht mehr hinterher und das soll nicht arrogant klingen oder so, aber es kostet einfach unglaublich viel Kraft, die man hat andere Ressourcen und die sind nicht mehr so bei 100%, wie es vorher war. Also Kollegen aus meinem damaligen Studienjahrgang haben sich tatsächlich 2 dann gemeldet, die mich auch einmal in der Klinik besucht haben. Das war eine sehr skurrile Situation, weil sie mich gesehen haben. Man sieht ja nichts, das ist das Problem. Und weil man etwas nicht sieht, heißt das ja nicht, dass es nicht da ist. Und das war für sie schwierig, mit mir umzugehen. Das habe ich gemerkt. Sie haben sich unwohl gefühlt und ich habe dann das Gefühl gehabt, ich bin schuld daran. Also diese Schuldgefühle waren dann auch da. Und das war so der letzte Kontakt. Und dann gab es jahrelang, es hat kein Vorgesetzter angerufen, gar nichts. Also das ganze Behördendasein hat sich irgendwie völlig zurückgezogen und mich damit allein gelassen. In der Familie, meine Eltern waren völlig dagegen, dass ich diese Therapiemaßnahme mache. Das endete darin, dass ich ein Kontaktverbot erwirken musste, als ich stationär war. Und letztendlich meine damalige Frau alleine quasi an meiner Seite gekämpft hat und sehr, sehr, sehr viel auch gemacht hat und mich da sehr unterstützt hat. Also klassischerweise war es auch die EMDR-Technik, die gemacht wurde, dass man die Konfrontation dann eben gesucht hat, um die Situation im Guten wieder aufzulösen und dass ich das Gefühl der Kontrolle wieder bekomme. Ne? Also es gab von außen leider sehr viele Faktoren, die immer wieder zu einer Destabilisierung geführt haben. Und Verhaltenstherapie, das sind so die Punkte gewesen, die dann vorrangig im Bereich der therapeutischen Maßnahmen war, was von Seiten des BWK kam. Ich habe mir dann auch in Absprache mit meiner Therapeutin, weil sie auch sagte, jeder hat so ein bisschen auch seinen eigenen Weg. So, und diesen Weg habe ich mir gesucht im Bereich, ich kam aus dem Gerätetauchen und ich wusste, die Apnoe-Taucher haben eine ganz bestimmte Atemtechnik, um sich runterzuregeln. Und ich habe gesagt, ich möchte diese Atemtechnik lernen oder diese Atemtechniken. Und habe mich zu einem Kurs angemeldet, hier in Siegburg. Und habe den gemacht und dieses Wochenende hier hat mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht mehr krank. Ich bin völlig normal, ich kann alles machen mit den Menschen, ich kann rausgehen, ich kann lachen. Ich konnte nach 5 Jahren wieder in ein Restaurant abends gehen. Und meine Therapeutin hat gesagt, wow, das scheint ein Schlüssel zu sein. Und im Endeffekt hat sich dann diese Maßnahme auch als, sag ich mal, das Tor zu meinem Weg erschlossen. Und ich habe sehr viel mit dem Therapeuten in mehreren Wochen und Monaten zusammengearbeitet, in Kombination mit der Psychotherapie. Und das hat mich jetzt letztendlich auch hierher geführt. Also ich sehe schon, dass mich das voranbringt, aus dieses Regelmäßige jetzt wieder. Der Tag strukturiert sich jetzt nochmal anders und das ist gut. Das ist etwas, was ich vorher so nicht hatte. Ich habe dann Sport gemacht, wenn es irgendwie ging. Was dazu führte, dass es natürlich auch öfters nicht ging, weil dann einfach der Körper und der Geist sagen, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, lass mich in Ruhe. Obwohl ich weiß, Sport tut gut. Ich stand auch oft genug verheult an der Haustür und habe gesagt, ich gehe jetzt laufen. Das ist völlig egal und nach einer halben Stunde war es dann auch gut und ich habe gesagt, Gott sei Dank war ich draußen. Und das sind
Sachen, die jetzt auch nochmal in der Sporttherapie mit aufgegriffen worden sind, in dem ersten Lehrgang, den ich dann machen durfte. Dieses Setting, was ich da kennengelernt habe, kannte ich vorher überhaupt nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt, das beeindruckt mich immer wieder. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man das übernimmt für meine Behörde. Und weil ich denke, dass man sehr, sehr viel mit Sport machen kann, dass man sehr, sehr viel mit diesem Safe Place, den man da schafft, machen kann und zumindest für diesen Zeitraum eine Sicherheit gerade für PTBS-Erkrankte schafft, die es draußen nicht gibt. Ja, das wird mein Once-in-a-Lifetime-Moment werden, glaube ich, des Jahrzehnts. Ich bin zum einen sehr stolz, zum anderen fühlt es sich jetzt nach dieser langen, langen Zeit des Kämpfens an, dass das die Belohnung ist. So dieses, das Licht am Ende des Tunnels, was eben positiv ist. Und ich verknüpfe damit die Chance auch, betroffenen Kolleginnen und Kollegen einfach ein Gesicht zu geben. Das ist dann erstmal meins, aber letztendlich zu sagen, auch wir in der Polizei haben genug einsatzgeschädigte Kolleginnen und Kollegen, die nicht sichtbar verwundet worden sind und ja, nicht gesehen werden oder übersehen werden und übergangen werden. Das ist für mich diese Chance, die ich sehe, diese Sichtbarkeit zu schaffen. Und da bin ich der Bundeswehr sehr dankbar, dass man da gesagt hat, aufgrund der Spiele in Deutschland, wir nehmen die Blaulichter mit rein. Das ist jetzt einfach Indoor-Rudern, Schwimmen, Rollstuhlbasketball als Mannschaftssportart und das Radfahren. Ja, mehr Gelassenheit mit mir, mehr Geduld auch mit mir tatsächlich, das anzuerkennen, was ich am Tag schaffe und nicht den Abgleich zu anderen zu suchen. Und gesamtgesellschaftlich wünsche ich mir, dass der Umgang mit psychischen Erkrankungen deutlich akzeptierter wird, dass man die Menschen nicht als Aussätzige ansieht oder als Ansteckende. Wir haben nicht irgendwie was viral geht oder so. Und dass man die Menschen mitnimmt und spricht. Einfach Kommunikation ist der Schlüssel. Ich lerne damit zu leben, jeden Tag. Überwinden werde ich sie nicht, weil PTBS ist lebenslänglich. Aber ich lerne damit zu leben.